Hallo und herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Panama, Visa und Invest. Mein Name ist Klaus Happ und mit unserem heutigen Immobilienmarktbericht 2021-2022 möchten wir Ihnen gerne einen Überblick geben, wie sich die Immobilienpreise in Panama City im letzten Jahr 2021 bewegt haben, was waren die Einflussfaktoren, wie waren die Mieten und natürlich würden wir Ihnen gerne auch einen Ausblick geben auf das neue Jahr 2022. Wir berichten nur über die 1A-Lagen in Panama City, weil wir dort selber als Investoren aktiv sind, weil wir dort unsere Kunden beraten und unsere eigene Immobilienverwaltung dort Immobilien unserer Kunden verwaltet. Dementsprechend sprechen wir aus unserer eigenen Erfahrung der letzten Jahre. Über Panama City hinaus berichten wir auch über die Strandgegend in Coronado und unten in der Beschreibung des Videos finden Sie auch einen Link mit unseren Immobilienmarktberichten der letzten Jahre und auch die historische Preisentwicklung der Preise in Panama City. Beginnen wir vielleicht zu Beginn mit dem Thema Wirtschaft, weil Corona hat natürlich auch in Panama wie überall auf der Welt tiefe Spuren hinterlassen in der Wirtschaft, aber auch im Immobilienmarkt in Panama. Als Corona losging im Jahre 2020, ist die Wirtschaftsleistung Panamas, das BIP, um 17% gefallen. Das ist für Panama, den Musterschüler der Region, etwas Neues gewesen, weil seit dem Jahre 2002 ist die Wirtschaft Panamas im Durchschnitt ca. 6% gewachsen, im Jahre 2020 dann auf einmal um 17% geschrumpft. Das hat auch was mit Corona zu tun, im ganz Speziellen, und natürlich auch mit dem harten Lockdown. Laut der Weltbank kam es im letzten Jahr, im Jahre 2021, zu einer Erholung der Wirtschaft um ca. 10% und auch für dieses Jahr, für das Jahr 2020, wird mit einem Wirtschaftswachstum von ungefähr 8% gerechnet. Das heißt, wir haben eine große Erholung in den letzten beiden Jahren dann gesehen und damit zählt Panama laut der Weltbank oder ist Panama laut der Weltbank das schnellst wachsende wirtschaftliche Land Mittel- und Südamerikas der Jahre 2021 und 2022. Haupteinnahmequelle Panamas ist natürlich der Panama-Kanal und alles, was an Folgewirtschaften an den Panama-Kanal dranhängt. Der Panama-Kanal hat im letzten Jahr 2021 erneut, glücklicherweise, ein Rekordjahr verbucht mit einem Plus von 8% gegenüber dem Jahr 2021 und sogar gegenüber 2020 und sogar mit einem Plus von ca. 10% gegenüber dem Jahr 2019, dem Vor-Corona-Jahr. Und gemeinsam mit der Kupfermine Panamas ist der Panama-Kanal der Haupttreiber für die Wirtschaft Panamas. Arbeitslosigkeit lag in Panama vor Corona relativ stabil, ungefähr bei 5%. Durch Corona im Jahre 2020 gestiegen, sprungartig hoch auf 18%. Wir haben im letzten Jahr 2021 eine Erholung gesehen und für dieses Jahr schätzt die Weltbank, dass die Arbeitslosigkeit wieder unter 10% fallen wird. Immer noch viel, weil deutlich über dem, was wir vor Corona hatten, aber wir sind auf dem richtigen Weg mit wieder unter 10%. Wenn wir von den 1A-Lagen sprechen in Panama City, dann meinen wir die Altstadt, also das UNESCO-Weltkulturerbe Casco Viejo. Wir meinen die Avenida Balboa, wir meinen Punta Pacifica, wir meinen Costa del Este, dort wo sehr viele Expats, also die Mitarbeiter der multinationalen Großkonzerne angesiedelt sind, und natürlich Ocean Reef, worüber wir separat berichten werden. In unserem letzten Immobilienmarktbericht über das Jahr 2020, also über das Corona-Jahr, hatten wir berichtet, dass die Mieten in den 1A-Lagen, in denen wir selber aktiv sind, ca. 10 bis 15% in dem Jahr gefallen waren. Warum? Wir hatten einen harten Lockdown und dementsprechend war es auch schwer, Immobilienbesichtigungen durchzuführen, die Wirtschaftsleistung war schwach und so weiter. Was wir jetzt sehen, aktuell, also im letzten Jahr, ist durch die Erholung, durch die starke Erholung der Wirtschaft, durch die Ansiedlung von immer mehr neuen multinationalen Großkonzernen plus deren Mitarbeiter und natürlich auch durch die Lockerung der Corona-Maßnahmen des Jahres 2021, das letzte Jahr war ein relativ ruhiges Corona-Jahr in Panama, sind die Mietpreise grundsätzlich wieder angezogen. Der größte Immobilienverwalter, den es in Panama City gibt, hat darüber berichtet, dass er im Jahre 2020 in seinen Gebäuden Leerstände hatte von 15 bis 20%, was historisch sehr hoch war. Diese Leerstände in denselben Gebäuden sind auf ca. 5% zurückgegangen.
Grundsätzlich muss man sagen, wirkliche Mietschnäppchen, die es noch gab, gibt es jetzt nicht mehr. Zumindest nicht in den besten Gebäuden in 1A-Lagen. Hier bewegen wir uns wieder zurück auf das Vorkrisenniveau. Die schnellste Erholung in den Mietpreisen haben wir gesehen in dem Stadtviertel Costa del Este. Warum? Weil in Costa del Este die meisten der multinationalen Großkonzerne in Panama City ihren Sitz haben und die Mitarbeiter auch aus Bequemlichkeit auch am liebsten dort wohnen. Sie können von dort zu Fuß zur Arbeit gehen. Von daher war die Mietnachfrage dort sehr gut und wir haben dort nahezu die alten Mietpreise wieder erreicht. Nachteil Costa del Este, wer es kennt, es gibt noch sehr viele freie Baugrundstücke. Das heißt, Sie werden neue Konkurrenz für Ihre Immobilie bekommen, neuere Konkurrenz. Meistens sind Sie dort nicht in der ersten Reihe am Meer. In den anderen Lagen, in den anderen 1A-Lagen in Panama City, zum Beispiel in der Avenida Balboa und auch in Punta Pacifica, sind die Mietpreise auch wieder angezogen und die Mietschnäppchen sind weg. Vorteil zusätzlich hier, es gibt weniger freie Baugrundstücke. Auf der Avenida Balboa gibt es vielleicht 3 bis 4 freie Grundstücke, um nochmal ein Hochhaus zu bauen. Wenn das geschehen ist, ist die Avenida Balboa fertig. Grundsätzlich als Tipp für Sie, wenn Sie als Kapitalanlage eine Immobilie erwerben und sie vermieten wollen, schauen Sie auf die Lage. Wie immer gehen Sie in die erste Reihe an den Pazifik ran. Unverbaubarer Meerblick, hoher Stockwerk ist wichtig und möblieren Sie Ihr Apartment ansprechend, denn Sie wollen sich ja von der Konkurrenz abheben und der Expat, Ihr Mieter, wird normalerweise nicht mit Möbeln kommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Grundsätzlich ist es so, suchen Sie sich einen guten Mietverwalter, einen guten Immobilienverwalter, der sich um die Anliegen Ihres Mieters kümmert, der Ihre Immobilie instand hält, der gute Kontakte zu den Handwerkern hat. Der Service kostet normalerweise in Panama City 10% Ihrer Miete. Wir bieten diesen Service als Frappan für unsere Kunden, also die Immobilienverwaltung, auch an. Ein guter Indikator für einen anziehenden Immobilienmarkt ist auch, dass in Panama City die Touren von Relocation-Anbietern ausgebucht sind. Relocation-Anbieter sind Dienstleistungsagenturen, die Touren machen für Menschen, die nach Panama City umziehen wollen. Diese Touren sind größtenteils aktuell ausgebucht. Darüber hinaus ist die Situation, die politische Situation in vielen anderen südamerikanischen Ländern schlecht. Es gab Wahlen in vielen Ländern. Die Politik ist dort nach links gerutscht. Wir sehen das in Chile, wir sehen das in Peru, wir sehen eine schlechte politische Lage aktuell in Kolumbien. Was dazu führt, beispielsweise Peru und Chile, dass vermögende Menschen von dort aktuell in Panama City häufig zu sehen sind, auf der Suche nach einem zweiten Wohnsitz, nach dem Visa-Antrag und auf der Suche nach ihrem Immobilieninvestment. Immobilienpreise grundsätzlich in den genannten 1A-Lagen, Costa del Este, Avenida Balboa und auch Punta Pacifica liegen immer noch ca. 10 bis 15% unterhalb ihres Vorkrisenniveaus. Also die Kaufpreise, über die Mieten hatten wir vorher gesprochen, die haben angezogen. Die Kaufpreise liegen immer noch 10 bis 15% darunter. Das heißt, in Punta Pacifica, Costa del Este und Avenida Balboa kaufen Sie ca. 10 bis 15% unter dem Vorkrisenniveau, so zwischen 2.300 und 2.500 Dollar den Quadratmeter in Bestlage, in Punta Pacifica zum Teil darüber. Kommen wir zum Casco Viejo, UNESCO-Weltkulturerbe. Das Casco ist eine Nische innerhalb einer Nische. Panama ist eine Nische, eine kleine Nische in Lateinamerika und das Casco ist eine kleine Nische im großen Panama City. Es verhält sich auch anders in der Entwicklung wie die große moderne Stadt. Es verhält sich eher in der Preisentwicklung wie vergleichbare UNESCO-Weltkulturstätten. Wer auf der Suche ist nach einem wertbeständigen Investment, was wahrscheinlich in der Zukunft vom Preis her steigen wird, weil wir von einem Investment reden auf einer Halbinsel, 850 Gebäude, die Hälfte ist restauriert, ist alles fertig restauriert, kann man keinen weiteren Bestand erstellen. Wer also nach einem solchen Investment sucht, ist in der Altstadt Casco Viejo richtig, mit dem lateinamerikanischen Flair, mit einem Straßenviertel zum Spazierengehen, wie wir das eher aus Europa kennen, mit kulturellen Einrichtungen. Viel Entwicklung gibt es gerade am Plaza Santa Ana. Es gibt ja 2 Stadtviertel. Es gibt das Stadtviertel San Felipe und das Stadtviertel Plaza Santa Ana. Während San Felipe der eher entwickeltere Teil der Altstadt ist, wo Sie die meisten der entwickelten Gebäude sehen,
ist Santa Ana der noch nicht ganz so entwickelte Teil, wo die Entwicklung aber hindrückt. Die größte Entwicklung finden wir momentan rund um den Plaza Santa Ana, wo sich die bekannten Immobilienentwickler Panamas die Grundstücke gesichert haben. Wir sind selbst auch aktiv mit unserem Bauprojekt an der Plaza Santa Ana. Wenn Sie auf unsere Homepage gehen, oben Ihre Investmentmöglichkeiten Altstadt, finden Sie unser Bauprojekt, was wir dort tätigen. Wir sind schon wieder auf der Suche nach einer neuen Altstadtrestauration. Wir haben vielleicht auch schon ein Grundstück dort mit unseren lokalen Partnern gefunden. Also hier, Plaza Santa Ana, ist momentan viel Leben drin, viel Entwicklung drin, weil die Preise einfach noch ein Stück weit günstiger sind. Aber auch in San Felipe gibt es neue Entwicklungen, Luxusprojekte, die eher gehen so im Verkauf dann, die werden so im halben Jahr fertig sein, übergeben werden. Sie werden dort zahlen zwischen 4.500 und 6.000 Dollar den Quadratmeter für den neuen Bestand. Gute Bestandsimmobilien in San Felipe kosten aktuell zwischen 3.000 und 3.500 Dollar den Quadratmeter. Grundsätzlich hat die Altstadt immer vom Tourismus gelebt. Das war ein Anziehungspunkt für jeglichen Touristen, der nach Panama gekommen ist. Durch die Corona-Krise ist das natürlich sehr stark nach unten gegangen. Aktuell, davon gehen wir aus, geht die Altstadt in eine neue Phase über. Warum? Das große Hyatt Hotel, ein Kolonialbau, und das Luxushotel Sofitel, jeweils mit 160 Zimmern, sind gerade im Bau in der Altstadt. Und beide werden in diesem Jahr 2020 eröffnet. Zwei große Marken für die Altstadt. Darüber hinaus ist das Kreuzfahrtterminal Panama Cities fertig. Seit November letzten Jahres kommen die ersten Kreuzfahrtschiffe dort an. Das neue Messezentrum, nicht weit weg von der Altstadt, ist auch eröffnet. Und es wird eine Verbindungsstraße über das Wasser hinweg zwischen der Gegend, wo das Kreuzfahrtterminal ist, und das Messezentrum zu der Altstadt Casco Viejo gebaut, was normalerweise der Altstadt wieder neues und noch mehr Leben einhauchen wird. Denn oftmals waren Touristen, auch Kreuzfahrttouristen in Panama, spätere Immobilienkäufer, die auf ihrer Urlaubsreise den Immobilienmarkt in Panama kennengelernt haben. Grundsätzlich sind die Preise immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau, sowohl die Mieten als auch die Kaufpreise. Wer aber an die langfristige Story der Altstadt eines einzigartigen Investments glaubt, was räumlich und natürlich begrenzt ist, der wird aus unserer Sicht langfristig hier ein gutes Investment tätigen. Achten Sie in der Altstadt drauf, das ist alter Bestand, machen Sie eine gute technische Prüfung mit erfahrenen Ingenieuren, denn wir reden von einer Altstadt mit altem Bestand. Und schauen Sie, dass Sie dort kaufen, wo Sie nicht so viel Straßenlärm haben. Und ich meine, die Party und die Rooftop-Bars in der Altstadt sind super, aber Sie wollen nicht direkt daneben leben und Ihr Mieter auch nicht. Von daher achten Sie auf die Mikrolage innerhalb der Stadt, vielleicht mit Parkplatz, weil Parkplätze sind bisher noch Mangelware in der Altstadt. Von daher darauf sollte man in dieser Nische der Altstadt achten. Die Ocean Reef Inseln, direkt vor Panama City, verbunden mit einer Privatstraße, befinden sich in einer außergewöhnlichen Lage, außergewöhnliche Qualität, andere Preise und nehmen deswegen auch eine Sonderstellung innerhalb des Immobilienmarktes in Panama City ein. Der Verkauf der Apartmenthäuser auf der Insel 2 geht deutlich schneller voran, als man das gedacht hat, und auch die Bautätigkeit dort geht momentan sehr schnell voran. Aktuell, und die letzten Apartmenthäuser, zum Beispiel in Casa del Mar, wo einige unserer Kunden gekauft haben, dort lagen die Verkaufspreise bei circa zwischen 5.500 und 6.000 Dollar den Quadratmeter, je nach Lage innerhalb des Gebäudes, je nach Größe des Apartments. Was man hier sieht, weil wir haben auch Käufer in den Vorjahren auf Ocean Reef gehabt, die Preise auf Ocean Reef sind grundsätzlich kontinuierlich gestiegen. Es handelt sich oft um internationale Käufer und auch um Wiederholungstäter. Das sehen wir jetzt in den neuen Projekten, dass Investoren, die in anderen Projekten auf Ocean Reef schon investiert waren, dort zufrieden sind mit ihrem Bestand, kaufen weitere Immobilien auf Ocean Reef. Grundsätzlich muss man sagen, es wird nicht mehr lange dauern, dann ist die Entwicklung von Ocean Reef abgeschlossen, weil es nicht mehr viele Baugrundstücke dort zu entwickeln gibt. Aufgrund der Qualität der außergewöhnlichen Lage direkt vor der Skyline Panama Cities ist davon auszugehen, dass die Preise in Zukunft steigen werden, weil es kann kein neues Angebot einfach dazukommen.
Weiterhin beliebt ist die Strandgegend Coronado bei Mietern, Käufern und auch Urlaubern. Warum? Weil sie nur ca. 90 Minuten von Panama City entfernt ist und eine sehr gute Infrastruktur für eine Strandgegend bietet, mit internationalen Schulen, medizinischer Versorgung, großen Einkaufszentren und alles, was man von einem Leben, von einer Stadt erwartet, gibt es in der Strandstadt Coronado. Aber Coronado hat natürlich auch immer vom Tourismus, vom internationalen Tourismus gelebt, weil auch für die Kanadier und für US-Amerikaner war Coronado ein beliebtes Urlaubsziel. Und dieser Markt ist nahezu komplett zum Erliegen gekommen durch die Corona-Krise. Und diese Langfrist-Touristen, also die dann mal eine Woche, 2 oder auch 3 Wochen mieten, die gibt es halt momentan sehr viel weniger und damit ist ein größerer Teil der Einnahmequelle aktuell auch noch weggebrochen. Durch die Erholung des Tourismus, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, hoffen wir natürlich auch, dass in Coronado diese Mieter wieder dazukommen. Aktuell sind die Mieter eher die Menschen aus Panama City, die ihren Jahresurlaub, das Wochenende oder die Feiertage in Coronado verbringen. Der Vorteil ist in Coronado, sie können ihre Immobilie per Airbnb vermieten. Das geht in Panama City nicht. In Panama City ist Airbnb grundsätzlich verboten. Ich weiß, dass es Angebote gibt, es ist trotzdem verboten. In Coronado und überall außerhalb von Panama City ist dies erlaubt. Das heißt, Sie können Ihre Immobilie in Coronado selbst nutzen, Ihren Ferienkalender entsprechend steuern auf Airbnb und zusätzlich noch Gelder generieren. Von daher sage ich unseren Kunden immer, wenn Sie eine reine Kapitalanlage suchen, ist, glaube ich, Panama City der geeignetere Standort für Sie. Suchen Sie eine Immobilie, die Sie auch selbst als Ferienimmobilie oder auch Freunde von Ihnen mitnutzen können, dann sind Sie in Coronado genau richtig. Wir befinden uns dort von den Kaufpreisen ungefähr noch 10 bis zu 20% in den guten Lagen unter dem Vor-Corona-Modus. Das heißt, Sie haben Kaufpreise in den guten Lagen ungefähr von 2000 vielleicht bis 2200 Dollar den Quadratmeter. Wenn man noch Schnäppchen finden will im Kaufpreis, dann ist es in Coronado, weil hier hat die Erholung noch nicht so eingesetzt, wie wir das in der City, in Panama City gesehen haben. Von daher glaube ich, werden Sie in Coronado mit Airbnb, also mit einem höheren Aufwand, weil Sie Kurzfristvermietung betreiben, ein ähnliches Ergebnis erzielen wie in Panama City, wo Sie einen Langfristmieter haben, eine Mietverwaltung und eigentlich relativ wenig Aufwand für Ihre Immobilie haben. Aber klar, der Vorteil in Coronado ist, Sie können Ihre Immobilie auch in den Ferien selber nutzen. Kommen wir noch mal kurz zum Friendly Nations Visum zu sprechen und welchen Einfluss es auf den Immobilienmarkt hat. Denn im August 2021 wurden die Regeln für das Friendly Nations Visum verschärft. Einige wissen das von Ihnen wahrscheinlich. Früher, bis August 2021, konnte man das Friendly Nations Visum mit ungefähr 5.000 Dollar Kosten, eigenes Bankkonto in Panama und Gesellschaftsgründung in Panama erhalten und hatte seinen Wohnsitz in Panama erhalten. Das hat natürlich eine sehr große Anzahl von Menschen nach Panama geführt. Das habe ich auch selber gespürt. Wir haben allein im Juni und im Juli letzten Jahres 80 Familien aus Deutschland, Österreich und Schweiz nach Panama gebracht. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, der ganz überwiegende Teil dieser Visa-Antragsteller davor haben nicht den größeren Teil ihres Lebens in Panama verbracht oder verbringen den auch nicht, haben dort auch keine größeren Investments getätigt, haben möglicherweise aber den Mietmarkt in Panama belebt, weil sie erstmal angekommen sind, dann vielleicht hat es ihnen gefallen, sie sind geblieben, haben erstmal gemietet und vielleicht ist aus den Mietern später irgendwann mal ein Käufer geworden. Mit dem neuen Friendly Nations Visum oder auch mit dem Golden Investor Visum ist man von nun an gezwungen, in Panama in eine Immobilie oder ein Investment zu tätigen von mindestens 200 bzw. 300.000 Dollar. Das zieht natürlich eine viel kleinere Zahl von Antragstellern für den zweiten Wohnsitz an. Aber diese Menschen sind sofort bereit, in Panama zu investieren, was natürlich für das Thema Foreign Direct Investment für Panama einen super Einfluss hat. Es bringt Arbeitskräfte, Steuereinnahmen und einen Umsatz im Immobilienmarkt. Was am Ende das bessere Ergebnis erzielen wird, das alte Friendly Nations Visum oder das neuere für den Immobilienmarkt, kann man, glaube ich, bisher noch nicht abschließend sagen. Es gibt darüber hinaus noch das Pensionärsvisum. Und Sie finden hier im YouTube-Kanal auch ein Video von mir oder mehrere, wo wir die Visa-Arten beschreiben
und genauso auf unserer Homepage. Und wenn man sieht, dass in der ganzen Welt oder in vielen Teilen der Welt wir überhitzte Immobilienmärkte haben, sehr teure Kaufpreise im Verhältnis zu den Mietpreisen in vielen Metropolen der Welt, dann findet man in Panama, zumindest in Panama City, keinen überhitzten Immobilienmarkt vor. Und man findet sehr vernünftige Kaufpreise, wenn man das ins Verhältnis setzt zu seinen Mieteinnahmen, die man dort generiert. Von daher sprechen Sie uns gerne an. Wir helfen Ihnen sehr gerne dabei, Ihre Immobilie in Panama zu finden, natürlich auch Ihr Visum in Panama zu erhalten. Sprechen Sie uns an, abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal oder unseren Newsletter auf unserer Homepage, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis bald. Tschüss.